die Freunde. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Zu einer neuen Folge Was ist neu eingezogen beim Brettspiel-Teddy. Auch jetzt kam wieder jede Menge Zeug, was ich bestellt habe. Teilweise Kickstarter vom letzten Jahr noch. Irgendwelche Sammelbestellungen, wo ich mitgemacht habe. Man freut sich. Manchmal kommt ein Paket an und man weiß gar nicht, was ist da drin. Sehr interessant. Fangen wir mal an, was ich als erstes bekommen habe. Oder was ich euch als erstes zeige, habe ich nicht als erstes bekommen, ist direkt mal einer dieser Kickstarter. Und zwar Dicetopia. Hatte ich bei einer Sammelbestellung teilgenommen. Dicetopia gibt es ja schon länger. Ich glaube, es ging jetzt hier genau um Crashing Waves. Das ist eine Erweiterung. Und Roll with the Punches ist auch eine Erweiterung. Ich meine, die neueste Erweiterung ist halt The Crashing Waves. Ist beides, alle Spiele, also alles in Deutsch. Die Erweiterung auch. Wie gesagt, 3 Pakete. Dann gibt es hier noch so ein Fraktionspack, war noch dabei. Hier als Stretch Goal. Ein schöner Sack aus indischer Seide. Hat also die Seidenraupe selbst gestickt. Und hier sind noch so ein paar Kärtchen drin und Erweiterungen. War also alles zusammen. Ich hatte halt noch kein Dicetopia und dann habe ich halt da so ein, kein All-In. Bei All-In waren noch irgendwelche Matten oder sowas dabei, aber Newcomer hieß das, glaube ich, genau. Dann habe ich halt jetzt hier so alles, dass ich Dicetopia mal spielen kann. Sogar ein Solo-Modus ist dabei. Ihr wisst ja, ich bin nicht der Solospieler, aber wenn mal keiner mit mir spielen will, kann ich auch Solo spielen. Ja, Dicetopia. Achso, worum geht's? Man schickt seine Agenten in die Stadt und nimmt sich dafür Würfel. Die Stadt hat verschiedene Bezirke und auf den Bezirken liegen halt die Würfel. Und dann, man hat, lasst mich nicht lügen, ich glaube 6 Agenten. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat man ein paar Agenten, die stellt man in die Stadt und nimmt sich dann aus diesem Bezirk den Würfel raus und stellt den Agenten auf diesen Platz. Und jeder Bezirk hat halt andere, je nachdem, wo man die Würfel rausnimmt, gibt es halt andere Aktionen, die man da machen muss. Bei einem muss man zum Beispiel dann 2 Würfel untereinander tauschen oder man darf Agenten tauschen. Gibt halt verschiedenste Optionen bei den Bezirken. Und zusätzlich hat man halt noch verdeckte Karten. Da steht zum Beispiel drin, hier für jeden lila Würfel kriegt man 3 Punkte. Die Aktion macht man halt. Und wer die meisten Punkte hat, wie es meistens ist, gewinnt das Spiel. Ist halt ganz schön, man kann halt so ein bisschen gegeneinander spielen, den anderen ein bisschen ärgern, indem man denen die Würfel verbaut. Ganz nette Sache. Die Erweiterung weiß ich noch nicht genau, aber dieses Dicetopia hatte ich mir jetzt schon angeguckt und wird auch mal auf den Tisch kommen. Natürlich nicht, ohne vorher ein Auspacking zu machen für euch. So, das war einmal Dicetopia. Achso, das Seidenraupensäckchen. Jetzt als nächstes habe ich mir gebraucht gekauft. Über eBay The Few and the Cursed. Für eine Handvoll Verdammte. So. Ist sogar die Deluxe-Version. Hatte also jemand bei eBay verkauft. Ja, ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt. Die Kritiken gehen von ganz schlecht bis ganz toll bis mittelmäßig. Alles vorhanden. Ich mache mir mal mein eigenes Bild. Ich habe keine Ahnung, ob das was für mich ist. Es gibt eine Comicserie, The Few and the Cursed. Darauf basiert das Spiel. Ist wohl so eine postapokalyptische Westernwelt, wo man halt rumläuft. Man muss eben Geiseln finden und Geiseln nehmen, dann kriegt man halt eine Belohnung. Ganz wichtig ist wohl Wasser in dem Spiel. Ja, es gibt kein Wasser mehr. Und Wasser ist halt eine Währung, wie heutzutage Geld. Und man muss halt verschiedenste Monster, Zombies laufen da noch rum und verschiedenste Gangster fangen, die in verschiedensten Regionen sind. Da ist halt so eine Karte. Und einmal kann man es zusammen, also kooperativ spielen und einmal gibt es auch einen Modus gegeneinander. Beides in einem Spiel. Ich lasse mich mal überraschen. Schwere Kiste und das Deluxe-Material sieht eigentlich auch ganz gut aus. Von Grimmspire war in der Spieleschmiede, glaube ich, gewesen. The Few and the Cursed Deluxe. So. Dann als nächstes kannst du mal knicken. Ja, habe ich vor einiger Zeit bestellt. Ich hatte halt gesehen, dass was Neues ist von Schmidt Spiele mit Würfel.
unter 10 Euro, da habe ich halt direkt zugeschlagen, ohne zu wissen, was genau ist. Ich hatte mir jetzt mal so ein bisschen was durchgelesen. Man hat also so einen Zettel, weiß nicht, ob man ihn erkennen kann. Ah, hier vorne kann man es ja auch sehen. Genau, man füllt die halt aus. Man muss so Smileys abhaken, indem man hier würfelt. Und dann, wenn man den Zettel voll hat, kann man halt umknicken. Und auf der Rückseite kann man wohl weitere Punkte dann machen. Gibt es auch eine Solo-Variante dabei. Ja, kleines, süßes Würfelspiel. Ah, und besonders gut geeignet für 2 Spieler steht da drauf. Also, solange man noch die ganzen Ausgangsbeschränkungszeug hat, eine schöne Sache, denke ich. Dann wird mal geknickt, ja. Ich hoffe nicht, dass man das Spiel knicken hinterher sagen kannst und ich das wieder abgeben muss. Vielleicht habt ihr ja schon gespielt. Schreibt mal rein, ob ich hier knicken kann oder ob ich jetzt spielen kann. So, jetzt kommt ein richtiger Klopper. Also zumindest von der Paketgröße her und von dem Gewicht her. Auch da habe ich echt lange überlegt, ob ich mir den holen soll. Alle schwärmen davon. Ich habe keine Ahnung. Ich bin eigentlich nicht so Fan von Krimispielen. Ich hole es mal eben. Mal eben den Gabelstapler holen. City of Angels. Die Stadt der Engel. Ja, ist halt so ein Krimispiel. Ich habe halt schon Detective gespielt und Chronicles of Crime. Und irgendwie, ich habe keine Ahnung. Meiner Frau hat es gefallen, mich holt das irgendwie nicht ab. Ich habe auch schon überlegt, das wieder abzugeben. Ich halte es tatsächlich nur fest wegen meiner Frau, weil die da Spaß hatte. Ich mag ja auch so Exit-Räume und so, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung. Vielleicht fehlt mir da die Bindung zu. Ich habe es trotzdem bestellt. Das ist halt ein bisschen anders. Da löst man, glaube ich, Kriminalfälle gegeneinander. Ja, man kommt verschiedene Hinweise und versucht dann gegeneinander diese Fälle zu lösen. Bei den anderen Spielen sind sie kooperativ, da versucht man ja gemeinsam bei Detective or Chronicles of Crime die Fälle zu lösen und hier macht man es wohl gegeneinander. Wie ich da gesehen habe, braucht man teilweise auch einen Erzähler, ja, oder einer, der die Tipps halt rausgibt. Aber es gibt sogar einen Solo-Modus dabei, von daher muss es auch irgendwie anders möglich sein und es muss auch möglich sein, zu 2 zu spielen. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Ich bin ja auch so ein bisschen der Schimanski hier. Und vielleicht schaffe ich ja den Fall schnell zu lösen und kriege dann noch richtig Spaß an dem Spiel. Wie gesagt, die Leute sind irgendwie begeistert alle. Und dann habe ich es mir halt auch mal geholt. Ist halt echt teuer. Deswegen, ja, keine Ahnung. Deswegen, ich lasse mich einfach mal überraschen. Verkauf kriegt man es immer irgendwie. City of Angels. Gab es übrigens vorher in Englisch, jetzt in Deutsch von Pegasus Spiele. Vorher von Fun Riders Games. Ab 16 übrigens. Vielleicht ist er doch so blutig. Vielleicht sind da Blutkonserven drin oder so, die so rausspritzen. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt noch ein Kickstarter, der jetzt auch angekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr Marmelade wischt. Nicht Marmelade, Marmelade. Und zwar geht es um Fruticola. Hat also nichts mit Cola zu tun. Es geht darum, dass man Marmeladen stampft. Nein, man macht also Marmeladen für den Weihnachtsverkauf, die Weihnachtszeit und versucht halt ja über Marmeladen herzustellen, um die dann da kostenteuer, also teuer zu verkaufen. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ist leider nur komplett in Englisch, gibt auch keinerlei deutscher Regel irgendwie. Ich habe noch nichts gesehen. Von Giochitz Idee kann ich euch mal zeigen. Ja, das Cover gefällt mir. Wenn das Spiel scheiße ist, hänge ich mir halt nur den Deckel hier an der Wand. Ich finde das gut. Hat irgendwas von Keith Haring, finde ich. Ja, ich hatte irgendwie letztes Jahr bestellt. Wollte das eigentlich auf der Spielmesse abholen, jetzt im Oktober letztes Jahr. Dann ist sie ja ausgefallen. Und auf einmal lese ich jetzt, ja, ich habe das Spiel bekommen, ich habe das Spiel. Und die Leute haben dann irgendwie alle schon das Spiel bekommen. Ja, dann hätte man sich da irgendwie melden müssen, dass man das doch nach Hause geschickt haben will. Habe ich dann jetzt gemacht, weil ich denke, das Spiel wird dies Jahr wohl auch nicht stattfinden. Ein bisschen Hoffnung ist ja noch, aber ich denke eher nicht. Der ganze Vorlauf, die ganze Organisation, ich denke mal, das lässt sich gar nicht mehr aufstellen jetzt in den paar Monaten. Naja, auf jeden Fall habe ich es mir dann schicken lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Kickstarter-Edition mit Holz, Erdbeere, Holzapfel. Hier, vielleicht ist das so ein bisschen zu sehen. Ich stelle auch nochmal ein Foto rein. Ja, Marmeladen drucken mit Fruticola. Achso, auf jeden Fall, fand ich ein bisschen unverschämt, haben die jetzt 13,50 Euro Versand genommen. Naja. Ja. Das ist ein Drittel des Spiels von dem Preis, den ich bezahlt habe. So, zu guter Letzt
Noch ein Kickstarter, wo ich aber nicht dran teilgenommen habe. Den konnte ich jetzt im Nachhinein im Laden kaufen, ist aber die Kickstarter-Version. Auch bei Spieletaxi bestellt. Und auch da geht es momentan nicht hin, wegen Corona, ins Museum. Ja, ich hoffe, es ist bald auch wieder möglich. Das ist die Kickstarter-Edition. Ich glaube, da waren noch ein paar. Ne, da sind die Solo-Regeln, glaube ich, dabei, genau. Also so eine Erweiterung ist dabei, da kann man, glaube ich, Solo spielen, wenn ich mich recht erinnere. Worum geht's? Ja, man hat halt verschiedene Karten mit verschiedenen Monumenten, Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt. Die kann man sich halt holen und in sein Museum einbauen, sag ich mal so. Die sollten halt irgendwie alle von einer Kategorie, je besser man die sein Museum zusammenstellt, ja, zum Beispiel nicht eine nackte Frau aus Tungaro und Gemälde von Vincent van Gogh oder so, ja. Also dann eine Reihe mit Gemälde oder so. Man muss sich, glaube ich, das Museum so zusammenstellen, dass es für die Besucher angenehm ist. Das macht man, indem man halt Karten zieht oder draftet oder kauft aus der Auslage und die in sein Museum legt. Da sind halt so Gänge auf diesen Museumsplättchen. Und ja, dann wird halt zum Schluss abgerechnet. Und wer die meisten Punkte hat, ja, wie immer, gewinnt. Was ich halt hier echt interessant finde, sind also tatsächlich irgendwelche Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt. Warte mal, ich gucke mal eben. 180. Also 180 Sehenswürdigkeiten. Und da ist tatsächlich irgendwie so ein, glaube ich, so ein Holzboot von irgendeiner Kushi-Insel, was weiß ich woher dabei. Ja, man bildet sich noch ein bisschen dabei, legt das Museum zusammen und ist danach wesentlich schlauer. Ja, Museum. Vielleicht hat da auch schon der eine oder andere gespielt. Ich glaube, der Kickstarter war übrigens 2018, 2019, irgendwie sowas, ist schon ein bisschen länger her. Da gab es ja jetzt sogar schon wieder einen neuen mit irgendwelchen Museum Pictura oder so. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel auch schon gespielt habt oder eins der anderen Spiele, schreibt es in die Kommentare. Ja, welches Spiel kann ich knicken? Welches sollte ich mal schnellstmöglich spielen? Wie ihr gesehen habt, wieder einige in Folie. Das schreit wieder nach einem Auspacking-Video. Werde ich sicherlich das eine oder andere noch machen. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Euer Brettspiel-Teddy. Tschüssi. La, 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 la.